Hala Madrid, Freunde. Ja, 2:0 gewonnen, auswärts. Es war ein hartes, umkämpftes Spiel, ein Arbeitssieg im Endeffekt. Aber wie waren denn die Spieler? Hat Arda Güler gut gespielt? War Bellingham gut oder hat Bellingham gestört? Arda natürlich wieder nicht auf der 10. Da können wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Und MAP wurde MVP. Also wir gehen rein. Schön, dass ihr dabei seid. Abonniert gerne meinen Kanal, weil dieser Kanal ist neu und wir wollen ja in Zukunft hier weiter coole Videos besprechen, beziehungsweise Spiele, Siege etc. pp. Ja, so, 2:0 gegen Villarreal. Ja, es war ein Arbeitssieg, sagen wir mal. Ne? Also die ersten 25 Minuten habe ich gedacht, wir gehen schon wieder in das alte Schema, also nichts von 6:1. Allerdings habe ich mir auch das schon vorher gedacht und ich habe es auch auf TikTok und ich habe es auch hier kurz vorher, guckt gerne meine anderen Videos hier vor, nicht vergessen, auch mal machen, ne, die älteren Videos anzuschauen. Da habe ich schon gesagt, dass das nicht so einfach wird wie gegen Monaco. Obwohl ich auch gedacht hätte, gegen Monaco wäre es nicht so einfach, dass wir das da so cool 6:1 so machen. Ja, war mal nicht schlecht. Ja, und wenn wir jetzt mal kurz in die Statistik reingehen, werden wir ja alles auseinandernehmen, kurz mal. Also, ich werde das einblenden nebenbei ab und zu zwischendurch. Und wir haben alle über 7 Punkte. Also es war ein guter 7,22 Durchschnittsbewertung, kann man eigentlich nicht sagen. Also ich sage mal, Thibaut Courtois hatte nicht wirklich so viel zu tun. Da kann ich immer nicht so viel zu sagen, wenn er nicht viel zu tun hatte. Und ja, Carrera 7:1, Hausen 7:1. Tatsächlich, ich bin ja nicht, ihr wisst das ja, ich bin ja nicht so ein Freund von ihnen, also jedenfalls nicht in dieser Saison oder in der ersten Saison bei Real. Bis jetzt hat mir das so alles nicht gefallen. Asensio hat tatsächlich gespielt. Ja, ich war ja erst skeptisch, weil, Mann, wir haben hinten niemanden. Ihr sind alle verletzt. Und wenn du denn er hat ein Haarriss im Kniescheibe oder in Knie, damit kann man eventuell spielen, aber es ist ja trotzdem nicht gut. Er spielt nämlich schon seit Anfang der Saison damit, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Valverde 7:2 hat Valverde wieder gespielt. Ist immer lustig, ne? Das ist schon fast ein Running Gag. 7,2, aber das ist ein Running Gag, dass er gespielt hat, weil ich sehe ihn nicht mehr, außer am Anfang, weil er Kapitän ist. Ja, Güler. So, jetzt kommen wir dazu. 7,5, nee, 7,6. So klein hier manchmal. 7,6, ja. Also mit einer der besten, beziehungsweise der zweitbeste hier laut der Bewertung. Aber er war trotzdem, sagen wir mal, für seine Verhältnisse zurückhaltend, aber trotzdem, wie gesagt, gut, wie immer, aber das ganze Team. Allerdings hatte er nicht auf der 10 gespielt. Es ist auch egal, ob er zwischendurch mal gewechselt hatte, dies oder jenes. Nein, er hat nicht auf der 10 gestartet, sondern Bellingham. So, Bellingham. Allerdings steht hier Camavinga. Ich war der Meinung, dass Bellingham am Anfang auf der 10 war. Jedenfalls war das die Aufstellung am Anfang. Ja, die gebe ich immer grundsätzlich kurz vorher bei TikTok bekannt. Die Videos sind auch mal sehr interessant für die Leute. Und auch ganz kurz mal, was meine Erwähnung zu diesen Aufstellungen, was da so, wie ich das so finde, auf TikTok könnt ihr Hala Madrid Dennis übrigens auch folgen. Ja, Camavinga hier, der 7,5. Camavinga übrigens wieder sehr gut gespielt mit Arda Güler, beziehungsweise vielleicht nach MAP mit der Beste, finde ich. Masatano, Eminem besser gesagt, hat auch stabil gespielt. Vini Junior diesmal keine 10,0, sondern 7,3. Ja, kann man so stehen lassen. Wo er da umgeholzt worden ist, wo die Fernsehen ausgepfiffen haben, der Deutsche auf der Zone, ne? Der deutsche Kommentar war ja wohl wieder komplett, ganz ehrlich, ich sag jetzt mal nichts, aber er hat da viel für getan. Also für das Foul, ich weiß nicht, welche Minute das war, hat er nichts getan. Ne, er wurde da wirklich, in dem Fall wirklich mal gut, ja, ich will nicht sagen auseinandergenommen, aber gefoult. Aber die sind genauso ansteckend. Natürlich hat er viel, wir wissen über das Thema, Vinny habe ich so oft schon gesprochen, natürlich, ne, wir wissen, was er da macht, aber ganz ehrlich, ja, MAP 8,5, bester Spieler, ja, gutes Tor und richtig, ich sage ihn ja immer ein Positiv natürlich, was für ein kleiner, ne, ja, ich will das Schimpfwort jetzt hier nicht nennen, wie er den Lupfer beim Elfmeter gemacht hat, aber es war klar, die Fans haben gepfiffen und er hat es extra gemacht und wir kennen ihn so. So muss das einfach sein. Und wenn der nicht Ballon d'Or Sieger wird, dann weiß ich auch nicht. Aber da sitzen ja andere Leute und ja, eigentlich müsste da ja ein Barca-Spieler bestimmt gewinnen, oder? Wir werden ja so und so wieder nicht hingehen. Das finde ich allerdings nicht so gut. Aber da werde ich noch mal ein separates bzw. Einzelvideo zu machen, zu meinem Thema
dieses Nicht-Hinfahren als Mannschaft zum Ballon d'Or. Das will ich nochmal, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr mal unterschreiben. Das finde ich immer nicht so geil. Ja, das ist, oder war die, da sag schon, die Bewertung. Mbappé, wie gesagt, am besten. So, die Statistik. Wir hatten 58% Ballbesitz. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt so ein Ballbesitzmonster, aber auswärts, ja, okay, aber wir sind so nicht wir sind ja nicht so wie Barca, die immer nur auf Ballbesitz, aber Großchancen hatten wir tatsächlich nur eine. Nicht so geistreich. Villarreal 2 Schüsse, insgesamt 14:8, also wir 14:8, Villarreal, ja, Paraden 1, siehst du, ich sag ja, Courtois konnte jetzt nicht unbedingt so viel. Ja, Pässe 551:384. Ja, ist eigentlich 18 Freistöße. 18. Okay, kriegt man gar nicht so ein Spiel so mit, ne? Ja, das zu dem Thema. Aber was mich einfach beschäftigt nochmal, und es wird mich auch öfters noch beschäftigen, ist einfach, Arda Güler nicht auf der 10. Man sollte es doch langsam mal mitbekommen, dass der Junge da auf jeden Fall hingeht. Und wenn man es doch bitte nur einmal probiert, von Anfang an und mal 90 Minuten, ein Spiel bitte durchgehend Arda mal auf der 10 lassen. Obwohl vielleicht 2 Spiele, weil ihr kennt ja die Leute, dann spielt er vielleicht das Spiel auf der 10 nicht so gut. Und dann wird natürlich alles an diesem Spiel gemessen. Ja, das ist nicht so. Aber naja, wir gucken mal, ich weiß aus dem Kopf, die Tabelle muss ich noch einblenden. Sie sind natürlich Erster, aber Barca spielt noch. Die kommen noch. Und dementsprechend können wir da noch nicht viel zu sagen. Ja, die sind nämlich erst morgen dran. Ja, und ich denke mal, sie werden zu Hause gewinnen. Ja, ich hoffe natürlich was anderes, aber sie werden, denke ich mal, gewinnen, ja. Aber wir haben den Dritten geschlagen, das ist schon mal wichtig. Ne, die waren nämlich hinter uns. Atletico ist jetzt übrigens Dritter. Und dementsprechend, ja, sieht das gut aus. Ich gucke immer nur hin, weil ich habe hier, ne, ja, ich habe die ja nicht im Kopf. So, das nächste Spiel, welches ist denn das nächste Spiel? Ist gegen Benfica. Yes, gegen Mourinho. Auswärts, und das muss nochmal gewonnen werden, definitiv. Ich hoffe, dass es dann hinten in der Abwehr ein bisschen besser aussieht. Kleiner Scherz am Rande. Nee, glaube ich nicht. Ich hoffe aber, Asensio ist dann immer noch fit und kann das immer noch. Aber Sinn der Sache ist es nicht. Und irgendwann werde ich auch noch mal ein Video machen, warum, weshalb, und das müsste euch ja auch aufgefallen sein, warum, weshalb in Madrid so viele Spieler verletzt immer sind. Und vor allen Dingen bleibt es auch so, schon ein bisschen merkwürdig. Oder wir holen manchmal verletzte Spieler. Das ist so manchmal, ja, ist so eine Frage, das ist, was ich nicht so ganz verstehe. Aber gut, das lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal gewonnen. Und das ist schon mal nice. Und ihr könnt unterschreiben, wie fandet ihr das Spiel? Wie gesagt, es war ein Arbeitssieg, meines Erachtens. Es war schwierig, es war auch kein schönes Spiel, aber wenigstens 2-0 gewonnen. Und ja, im Endeffekt alles easy. Aber wenn ich mir das so, das ist der 5. Sieg in Folge. Also wahrscheinlich noch mehr. Ich sehe jetzt hier, müsste ich jetzt reingehen, müsste ich jetzt einen Cut machen, das will ich jetzt nicht. 5 Siege und alle reden davon, Alonso, wir kommen immer, das werde ich auch noch mal betonen, ich werde da noch mal drüber sprechen, wenn das jetzt so weitergeht. Ich meine, es war vorher ja gerade die Spielweise und dieses bisschen mehr Power war natürlich nicht gegeben. Es war aber heute auch nicht unbedingt das Gelbe von Eien Anführungsstrichen, ne? Aber hätte man jetzt wirklich, ich will das nicht wieder aufmachen, aber hätte man jetzt wirklich Alonso entlassen müssen? Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal unterschreiben. So, dann sage ich mal Hala Madrid. Folgt mir, nicht vergessen, wie gesagt, ich freue mich darüber. Und dann sehen wir uns bald wieder, Freunde. Also, reinhauen.